Ein bisschen über der Stadt Solothurn liegt das Schloss Waldeck, rund 330 Jahre alt und ursprünglich ein Sommerhaus von einer Solothurner Patrizierfamilie. Noch heute wohnt ein Nachfahre der Familie in diesen Räumen, in einer 6-Zimmer-Wohnung im Ostflügel vom Schloss. Der Felix von Suri ist zusammen mit seiner Frau vor 2 Jahren hier eingezogen. Es ist interessant, weil man überall, jeden Schritt und Tritt entdeckt man wieder etwas. Es ist wichtig, glaube ich, wenn man hier wohnt, dass man eben nicht nur hier wohnt, weil es schön ist und so, und weil man hier vielleicht günstig wohnen kann, sondern weil man auch einen Bezug hat zu dieser Geschichte. Oder? Der Felix von Suri ist pensioniert, Susan von Suri Politikerin. Das Schloss gehört aber schon lange nicht mehr der Familie. Weil der damalige Schlossherr bei einem Unfall gestorben ist, hat die Familie das Schloss Anfang 60er Jahre dem Kanton Solothurn geschenkt. Aber mit unbeschränktem Wohnrecht für von Suris und ihre Nachkommen in diesem Teil des Schloss. Sie zahlen dafür eine kleine Miete. Der Unterhalt der alten Mauern wäre für die Familie finanziell eine zu grosse Last geworden. Dafür müssen sie das Schloss jetzt teilen mit der Öffentlichkeit. Wir hier drin sind, das stört überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist persönlich das ist schön, wenn die Leute und das ist auch ein Zeichen vom Leben, dass da habe ich Freude. Es ist einfach so, man kann zum Beispiel die Türen nicht offen lassen, wenn man zu Hause geht. Und dann wird man die Türen offen und dann meint jemand, das Museum, plötzlich steht jemand im Gang. Das ist jetzt auch schon gegeben. Oder? Also so Sachen, das ist aber so, was man einfach weiss, oder? Und das tut man berücksichtigen. Von Suris teilt das Schlossareal auch mit rund 20 Angestellten vom Kanton Solothurn, die hier arbeiten. Zum Beispiel gegenüber im ehemaligen Gartenhäuschen. Von hier aus leitet Eva Inversini das Amt für Kultur und Sport. Sie muss schauen, dass alles im Gleichgewicht bleibt auf Schloss Waldeck. Dabei muss sie nicht nur an die Privatsphäre von Suris denken, sondern auch an die Finanzen des Kantons. So ein Schloss wie die Waldeck ist, wo einerseits Museum ist und andererseits Begegnungszentrum, das können wir jetzt nicht rentabel betreiben. Da müsste man viel mehr Veranstaltungen quasi reinnehmen und das wäre dann wiederum zu Ungunsten des Kulturerbes, das wir ja möglichst lange erhalten wollen. Das heisst, wir müssen dort immer eine Balance finden zwischen zwar das Schloss beleben, aber in einem Rahmen, wo für die Erhaltung von diesem Kulturerbe noch tragbar ist. An einem herbstlichen Tag ist nicht viel los auf dem Schloss. Im Sommer gibt es aber viele Hochzeiten oder Firmenanlässe im Barockgarten. Die Einnahmen aus so Veranstaltungen decken etwa ein Viertel der Kosten des Unterhalts. Zwischen 600 und 700'000 Franken pro Jahr leitet der Kanton aber drauf. Auch damit die Öffentlichkeit das Schloss als Begegnungszentrum nutzen kann. Der grösste Teil des Schlosses ist heute nämlich ein Museum. Eine Dauerausstellung zeigt dort die Geschichte von Solothurn. Auch die Geschichte von Suris. Sie trauern den alten Zeiten aber nicht hinterher. Nein, eigentlich nicht. Also, das wäre eine riesige Last. Oder? Also, auch schon meine Verwandten, einer von ihnen war übrigens mein Götti, haben damals ein Stück Land verkaufen zum Teil. Oder? Also, da, wo jetzt die Villen stehen, in St. Niklaus, um den Unterhalt zu bestreiten. Und das war sicher ein sehr grosser Druck, dass man eben hier noch mehr Land verkauft und das Schloss nicht erhalten bleibt. Ich glaube, so ist es aus meiner Sicht eine ideale Kombination. Oder? Noch eine Familientradition führt von Suris weiter. Sie kümmert sich als Mesmer um die beiden Schlosskapellen. Das Paar fühlt sich wohl auf Schloss Waldeck und will hier bleiben. Und vielleicht kommt nach ihnen eines von ihren 3 Kindern. Denn solange es den Namen von Suri gibt, dürfen die Familienmitglieder hier wohnen, im Schloss von ihren Vorfahren.